wir kommen und bringen Dinge ein. Es ist immer wieder neue, motivierte, sowohl lokale Akteure als auch Künstler an Bord, was tatsächlich auch immer wieder ganz schöne neue Impulse setzt. Ich heiße Lea Souse und ich komme eigentlich ursprünglich aus Dänemark, wohne aber jetzt seit sehr lange in Berlin. Ich habe dort Kostüm studiert, habe aber davor eine Lehre als Schneiderin gemacht. Schon als Kind habe ich immer irgendwelche Kleidungsstücken aus dem Schrank geholt und mir irgendwas anderes daraus drapiert. Ja, jetzt kommt ihr nicht mehr voneinander weg. Also das ist eigentlich fast wie so ein Kimono-Kragen. Das ist auch einfach die Länge nach. Das Prinzip von der Gewand ist, dass man immer das so schneiden, wie die Länge das angibt. Das heißt, jeder Gewand hat auch andere Maßen, damit man alles verwendet. Aber das ist schön, weil jetzt kommen die Knoten richtig. Das ist die Fahne vom Boot. Es ist quasi das Sinnliche auf dem Kopf. Grow positive thoughts. Diese ganze Idee natürlich von Nachhaltigkeit und so, das kommt dem, was wir machen, auch sehr entgegen. Also so diese Idee von selbstgebauter Musik hat auch viel damit zu tun. Man kann den Ton auch noch verändern, hier wie mit einer Klappe, hier wie bei einer Klarinette zum Beispiel. Zu den Ursprüngen von Musik irgendwie zurückzugehen oder zu gucken, was macht jetzt ein Stück Holz für einen Klang oder der Mülleimer der Stadt irgendwie, wie kann man damit Musik machen. Und genauso ist es ja hier, dass wir uns mit einem Prinzip auseinandersetzen, also mit der Akustik von Schiffen, also mit Schiffshörnern und auch der Sprache von diesen Schiffen, also der Schiffshornsprache. Da gibt es ja bestimmte Signale und die werden wir sicherlich im Laufe der Fahrt auch noch irgendwie bearbeiten und untersuchen. Mit auf die Reise. Möge sie unser moralischer Kompass sein. Es hat geregnet und meine persönliche Laune war echt am Boden. Also wir hatten tierischen Zeitdruck, alle waren schlecht drauf. Also das ganze Team, alle waren schlecht drauf. Und ich dachte mir, ah fuck, wir müssen jetzt irgendwie mal weiterkommen, um wieder ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Auf einmal waren da halt 5 Violinisten, Cellisten und Sängerinnen. Und haben dann angefangen, so immer mal wieder zwischendurch halt ihre Opernstücke zu spielen. Und das hat bei mir die Laune extrem angehoben und hat natürlich auch noch mal so Reaktionen vom Publikum an den Seiten enorm angehoben. Und wir sind durch Hannover gefahren und die ganze Zeit haben wir halt so Oper auf dem Boot. Das war so
schön, so eine Schiffskapelle zu haben. Und also wenn die gerade nicht gespielt haben, haben die sich auch als wirklich taffe Crew erwiesen und haben alle möglichen Jobs übernommen und Wasser aufgefüllt, ohne dass man die darum gebeten hat und so. Also die sind toll, ich hoffe, die kommen oft wieder. Eine Privatoper-Idee ist, jeder kann Oper. Also auch der nicht professionelle Musiker, der aber passabel Geige spielen kann ja auch eine Oper spielen. Und das kann man auch irgendwo machen. Das muss jetzt nicht im fetten Opernhaus sein, sondern das kann auch auf einem Boot sein oder bei uns früher im ZKU. Daher kennen wir die. Ja, die haben im ZKU unter diesem Dach, was ja jetzt das Boot ist, ihre Oper aufgeführt.